Gute Nachrichten für Bremer Studis, die gerade Geldsorgen in der Corona-Krise haben. Einen Teil davon können wir euch vielleicht jetzt schon abnehmen und auch in Zukunft soll es günstiger werden. Aber erstmal, moin, ich bin Marlin vom AStA der Uni Bremen und heute geht es um unser Semesterticket. Ich will erst etwas zu 3 Möglichkeiten sagen, wie ihr Geld für das Semesterticket wiederbekommen könnt: Härtefall, Sonderbefreiung und Rückerstattung. Und dann habe ich noch super Neuigkeiten zur Zukunft des Tickets. Wenn ihr euch nicht das ganze Video angucken wollt, sondern gezielt zu der Stelle springen, die euch am meisten interessiert, packe ich euch die genauen Zeiten dafür irgendwo hier unten hin. Also, erstens zum Härtefallfonds. Weil während der Corona-Krise vielen von uns Studierenden die Einkommen weggebrochen sind und das Semesterticket in den Online-Semestern ja auch längst nicht mehr denselben Nutzen bringt, haben wir uns dafür eingesetzt, dass besonders prekäre Studis die Kosten für das Semesterticket nicht selber tragen müssen. Dafür haben wir auch im letzten Semester schon 130.000 Euro von der Bremer Landespolitik rausgehandelt und konnten damit auch jetzt schon hunderten Studis die Kosten für das Semesterticket abnehmen. Von Anfang an war aber eigentlich klar, dass diese Summe nur der erste Start sein kann, um in der aktuellen Notlage auch möglichst schnell helfen zu können und jetzt nicht noch ewig zu verhandeln. Natürlich braucht es deutlich mehr Mittel, um den eigentlichen Bedarf abzudecken und möglichst auch alle berechtigten Anträge annehmen zu können, die bei uns eingegangen sind. Und das sind viele. Über Monate hinweg habe ich hier jede Woche kistenweise Briefe mit Anträgen ins Büro bekommen und wirklich kistenweise. Unser Team ist im AStA bis heute noch dabei, alle zu lesen, die Anträge zu prüfen und dann hier in die Ordner zu packen. In all den Kisten und in all den Ordnern stecken Anträge und hinter jedem einzelnen Antrag stecken Studis, die gerade wirklich zu kämpfen haben. Deshalb sind wir auch parallel zu der Arbeit hier direkt in die Nachverhandlung mit der Landespolitik über eine zweite Zahlung eingestiegen und das erfolgreich. Jetzt steht fest, wir bekommen für unseren Härtefallfonds nochmal ganze 600.000 Euro zusätzlich. Das heißt ganz konkret, wir können alle berechtigten bisher eingegangenen Anträge aus den letzten beiden Semestern genehmigen, die ihr hier zum Teil seht, und wir können die Maßnahme zusätzlich noch auf dieses Semester ausweiten. Innerhalb kürzester Zeit haben wir damit eine Notfallmaßnahme für Studis im ganzen Land Bremen entwickelt, erfolgreich verhandelt und hier im AStA auch verwaltungstechnisch sauber umgesetzt, über die jetzt schnell und unbürokratisch Entlastungen auch da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Also, auch du kannst uns natürlich gerne einen Antrag stellen, um die Kosten für das Semesterticket für einen oder auch gleich für mehrere Corona-Semester zurückzubekommen. Als Härtefall gilt, wer als ordentliche Studentin im Land Bremen im entsprechenden Semester entweder ein durchschnittliches Einkommen unterhalb der BAföG-Höchstgrenze hat. Das sind, wenn man keine eigene Miete zahlen muss, 591 Euro, wenn man Miete zahlt, 861 Euro im Monat. Diese Einkommensgrenze verschiebt sich dann aber nochmal weiter nach oben, wenn du eigenständig krankenversichert bist, zum Beispiel um 105 Euro, falls du eigene Kinder hast, nochmal um 175 Euro für das erste Kind und um 85 Euro für jedes weitere Kind. Wer also nur als Beispiel ohne Kinder zur Miete wohnt und nicht mehr über die Familie mitversichert ist, der kommt auf 966 Euro als Einkommensgrenze. Wenn du in der Situation im Semesterdurchschnitt weniger verdienst, dann giltst du als Härtefall. Antragsberechtigt sind aber nicht nur finanzielle, sondern auch soziale Härtefälle, auch wenn du in diesen Corona-Semestern zum Beispiel 3 Monate pflegebedürftige Angehörige im gemeinsamen Haushalt oder schwerbehinderte Kinder im eigenen Haushalt betreust, dann kannst du einen Antrag stellen. Weil auch diese 250.000 Euro, die wir jetzt insgesamt für die Maßnahme rausholen konnten, nicht unbegrenzt ist, gibt es keinen Rechtsanspruch auf eine Erstattung der Kosten im Härtefall, aber
noch haben wir jede Menge Geld übrig und noch kann man auch den Antrag für dieses, das letzte und das vorletzte Semester stellen, also Sommersemester 21, das letzte Wintersemester und Sommersemester 20. Antragsfrist für alle Härtefallanträge ist der 16. Juli 21, also das Ende der Vorlesungszeit. Alle Infos zu dem Antrag, den Antrag selber, die Richtlinie und so weiter findet ihr in einem Link hier in der Beschreibung. Zweite Möglichkeit, und die ist finanziell erstmal unbegrenzt, die Befreiung vom Semesterticket im Corona-Sonderfall. Viele Studierende sind während der Corona-Semestern jetzt zurück zu ihren Eltern oder gar nicht erst nach Bremen gezogen, zum Beispiel, weil sie sich alleine einfach nicht über Wasser halten können. Und internationale Studierende wurden meist gar nicht erst ins Land gelassen. Für beide Gruppen gilt, wenn ihr euch über 120 Tage außerhalb des Geltungsbereichs des Tickets aufhaltet und dort wohnt, deshalb das Ticket auch einfach nicht nutzen könnt, dann müsst ihr das Ticket auch nicht bezahlen. Zumindest dann, wenn ihr uns rechtzeitig einen Antrag schreibt und das Ticket auch abgibt. Den Verkehrsbetrieben diese Lösung abzuringen, war nicht ganz einfach. Schließlich springt diesmal nicht der Staat oder der AStA ein, sondern die Anbieter selbst müssen auf Einnahmen verzichten, die ihnen laut Vertrag eigentlich zustanden. Aus unserer Sicht ist das natürlich nur fair, schließlich kann mancher dank Corona das Angebot gar nicht wahrnehmen. Wichtig ist jetzt aber, ihr müsst die Antragsfrist bis zum 31.05.2021 einhalten und zweitens, die Verkehrsunternehmen verlangen auch dieses Semester immer noch eine Meldebescheinigung als Nachweis. Weil das zurzeit auch mal länger dauern kann, beantragt ihr am besten jetzt sofort. Für International Students, die in deren Herkunftsländern manchmal gar keine Meldebescheinigung bekommen, weil es es nicht gibt und die wir auch ohnehin nicht prüfen könnten, haben wir auch eine Lösung zusammen mit der Hochschulverwaltung gefunden. Hauptsache, ihr stellt uns möglichst schnell jetzt die Anträge. Auch hier verlinke ich nochmal alle Infos unter dem Video. Ganz kurz noch zur dritten Option, anteilige Rückerstattung des Tickets im laufenden Semester. Das kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist in Ausnahmen und bei Exmatrikulationen sowieso möglich. Auch da packe ich euch den Link nochmal in die Beschreibung. Damit aber zum zweiten Kapitel, zur Zukunft des Semestertickets. Denn so sehr wir uns auch reingehängt haben, um diese einzelnen Notlösungen aufzubauen und die Gelder für euch rauszuschlagen, der eigentlichen Not von Studis während Corona wird das nicht gerecht. Das kann und soll so ein Instrument wie der Härtefallfonds alleine aber auch schlicht nicht leisten. Auch wenn er zumindest vielen schon mal ganz konkret helfen kann jetzt. Umso wichtiger ist für uns, für alle Studierende dauerhaft wieder zu einem Semesterticketpreis zu finden, der nach der Krise in unserem Solidarmodell gut tragbar ist und Härtefallanträge dann auch hoffentlich wieder zur seltenen Ausnahme macht. Nach Jahren weit überdurchschnittlicher Preiserhöhungen mit im Schnitt 10 Euro Verteuerung im Jahr ist unser Semesterticket schon lange an seine Grenzen gestoßen und zunehmend auch auf Widerstand bei uns in der Studierendenschaft. Ein Modell, das unabhängig vom individuellen Bedarf Studierende, und zwar alle Studierenden, zur Abnahme des Semestertickets verpflichtet, um letztlich dann die Kosten derjenigen, die für ihr Studium besonders auf den ÖPNV angewiesen sind, solidarisch auf möglichst viele Schultern zu verteilen, ist nur dann tragbar, wenn der Preis für alle sozialverträglich ist. Aber die Verhandlungen mit den Unternehmen haben sich schon Jahre hingezogen und erst mit der ernsten Drohung aller Asten, das Ticket sonst zu kündigen, haben die Anbieter in einem ersten Schritt auf noch weitere Preiserhöhungen verzichtet. Dabei ist ein langfristig günstiges und dafür stabiles Semesterticket mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot nicht nur für die Unternehmen ein Gewinn, sondern auch ein echter Beitrag für soziale Mobilität im doppelten Sinne. Das erschließt uns auch ganz neue Möglichkeiten im Studium und ist ein Riesenpfund für sozialpolitische, wissenschaftspolitische und klimapolitische Ziele in der Region. Und mit etwa 10% aller Fahrten, die wir mit dem Semesterticket ausmachen und etwas mehr Anteil am Jahresumsatz des VBN, muss auch eigentlich klar sein,
Ohne Studis mitzudenken, kann man in Bremen keine erfolgreiche Verkehrswende wuppen. Vor dem Hintergrund habe ich auch schon 2020 im Zuge der drohenden Semesterticket-Kündigung Verhandlungen mit den Senatorinnen und ihren Behörden begonnen. Jetzt, nach über einem Jahr kontinuierlicher Arbeit im AStA und in der Landesastenkonferenz, zeichnet sich endlich eine Einigung ab. Im Entwurf des neuen Verkehrsentwicklungsplans steht neu als eine der priorisierten Maßnahmen Preissenkung des Semestertickets um 10 Euro. Kosten tut das Land um die 600.000 Euro im Jahr. Damit liegt der Entwurf noch etwas unter unserer Forderung und auch was die verlässliche Preisentwicklung angeht, damit wir nicht danach direkt wieder in die Preisexplosion einsteigen, die wir vorher hatten, sondern diese Erfolge stabil bleiben, gilt, dass wir dranbleiben müssen. Auch was das Angebot an SchülerInnen, an Azubis, an Arme und vor allem die langfristige Zielsetzung für den ÖPNV für alle angeht, müssen wir noch sehr genau hingucken und solidarisch sein. Aber schon jetzt können wir sagen, wir sind einen gewaltigen Schritt vorangekommen. Das war's erstmal zum Semesterticket. Weil das aber nur eine Baustelle von vielen in unserem Kampf für gute Bildung und vernünftige Hochschulpolitik ist, verlinke ich euch hier oder da irgendwo noch direkt das Video zum Solidarsemester. Von BAföG-Verlängerungen über gesenkte Verwaltungskostenbeiträge, Prüfungsfreiversuche und abgeschaffte Langzeitstudiengebühren. Auch da konnten wir ja schon einiges für euch rausholen. Auch wenn die Bundesregierung Studierende in der Corona-Krise gerade völlig hängen lässt. Aktuell müssen wir aber auch in Bremen wieder dafür kämpfen, dass diese Erfolge im Kleinen jetzt nicht durch die drohenden Kürzungen im Großen völlig überschattet werden. Informieren könnt ihr euch darüber wie immer bei euren Asten auf der Website oder auch bei Instagram, zum Beispiel unter hochschulpolitik.bremen. Also bleibt gesund und bleibt aktiv. Bis bald.